Ja, hallo liebe Autofreunde, heute wieder einen neuen YouTube-Film bei Cargold. Allerbestes Wetter und was haben wir hier? BMW Z8, den haben wir natürlich schon oft gebracht, aber Z8 ist ein absoluter Klassiker. Das ist ja eigentlich so eine Reminiszenz an den Vorgänger. Es war der BMW 507, die kosten heute 2 Millionen Euro und mehr. Und man hat im Jahr 2000 beginnend diesen tollen, ja, Retro-Wagen konzipiert. Das ist ein BMW Z8 mit 400 PS, hat eine 6-Gang-Schaltung, wie ihr hier sehen könnt. Hat die originale BMW M5-Maschine, das heißt also, hat 400 PS und 5 Liter Hubraum. Hat ganz tolle Werte, ist in knapp 5 Sekunden auf 100. Und das ist ein Auto, die sind seitdem sie gebaut worden, die haben damals 122.000 Euro oder D-Mark gekostet, stetig nach oben gestiegen. Und ich verfolge das immer bei mobile.de. Da waren früher immer so zwischen 80 und 100 Autos im Angebot, heute sind es noch 45. Man merkt, dass diese Autos immer gekauft werden, wenn sie denn gut sind. Und dieser hier, das ist ein absolut erstklassiges Exemplar. Der befindet sich im Jahreswagenzustand, der hat, das könnt ihr hier vorne sehen, original 52.811 Kilometer gelaufen, ist Scheckheft gepflegt, der ist gerade vor 500 Kilometern durch die Inspektion gegangen. Der Wagen ist unfallfrei, der hat vorne auch dieses Dom-Paket, weil einige Karossen, die das nicht haben, das ist so eine Versteifung im Motorraum, da haben sich die Karossen ein bisschen verwunden. Das ist hier nicht der Fall, das ist gemacht worden. Das war ein sehr, sehr vorsichtiger Eigentümer. Und das Schöne ist, kann man dem Auto ansehen, der ist exzellent gepflegt. Der ist einer der ersten, er ist im Jahr 2000 geboren. Und ja, das Auto ist mittlerweile 23 Jahre alt, ist ein Klassiker. Die werden gehandelt heute je nach Laufleistung zwischen 180 und 300.000 Euro. Autos sind ganz, ganz wertstabil. Man hat einen riesen Spaßfaktor. Mittlerweile ist das wirklich ein echter Klassiker. In jeder guten Sammlung steht so ein Z8 oder ich sehe zumindest, wenn ich unterwegs bin, da sehe ich ganz, ganz viele. So ein Auto verkauft man nicht. Das behält man, weil man kann alles machen. Man kann lange Reise machen, man hat eine moderne Technik. Und das Spannende damals, konzeptionell, ein Z8 ist immer mit Vollausstattung ausgeliefert worden. Also alles, was damals verfügbar war, hat man in Z8 reingebracht. Ob das Sitzheizung ist oder Airbag ist oder ein Navigationssystem oder ein Telefon oder ein Hardtop. All die ganzen Dinge, elektrische Fensterheber, all das hat ein Z8 und dadurch fährt er sich so toll. Und mit der M-Maschine geht der auch richtig nach vorne. Also er riegelt bei 250 ab. Wenn man den aufmachen würde, würde deutlich über 250 fahren, braucht es aber nicht. Fährt sich ganz bequem. Die schwere Maschine vorne, das ist einmal ein 8-Zylinder, merkt man überhaupt nicht. Schaltet sich leicht, ist für eine Frau auch ganz einfach zu fahren. Und ich persönlich finde, der ist auch wirklich schön. Also ein Auto, was mir echt gefällt. Und der Einsatz, der liegt heute noch bei, also ich sag mal, wir haben hier in dem Fall ein Gutachten. Da steht drin, Zustand 1, Wert 260.000, ist ganz aktuell. Heute natürlich das Wetter für so ein Auto und den kann man auch richtig sportlich fahren. Also wir haben hier so eine kleine Serpentine, macht einfach Spaß, der Wagen hat ein ganz modernes Fahrwerk. Wenn es nach oben geht, da kommt auch richtig Leistung gleich. Der ist super fahrbar, dieses schöne, griffige Lederlenkrad. Schaut euch das mal an, der klebt auf der Straße, ist ein schicker Klassiker, ist gar nicht übermäßig laut, also ich finde ihn angenehm, also er hat zwar Sound, aber es ist nicht so laut, gibt da nervige Autos. Das ist hier nicht der Fall. Lässt sich super schön bewegen. Und dieser hier, der ist Silber. Es sind also von den insgesamt 5.600 Fahrzeugen ca. 3.000 in Silber gebaut worden. Und das Schöne ist aber, er ist nicht schwarz innen, er ist zweifarbig, er ist schwarz-rot und das macht ihn natürlich wieder spannend. Wenn er es gibt also Z8-Werte, haben ein bisschen was mit der Farbkonfiguration zu tun. Wenn ihr also hier ein Z8 habt, in Blau oder in Grau, dann sind die nochmal deutlich teurer, weil davon nur ganz, ganz wenige geordert wurden. Oder sagen wir mal, es gibt die Autos auch in Rot, da gab es 160 Stück von, ist selten und entsprechend teurer. Ich kenne übrigens Kunden, die fahren mit dem Auto jeden Tag. Ich weiß schon von Laufleistungen von bis zu 300.000 Kilometern. Autos gelten als äußerst zuverlässig. Die Leute haben riesen Fahrspaß mit so einem Wagen, einen verhältnismäßig geringen Wertverlust. Ja, man fährt im Grunde schon einen Klassiker. Also das ist ein Auto, das ist ein Geheimtipp aus meiner Sicht. Ihr müsst nur gucken, dass der wirklich gepflegt ist, so ein Wagen. Es sind nicht alle gepflegt.
Also wenn der oft durch viele Hände gegangen ist und hat mal eine Hand dazwischen gehabt, die sich nicht so richtig gekümmert hat, ist das nicht so gut. Aber unser Auto hier, der ist wirklich also hervorragend gepflegt. Fährt toll, also man merkt das auch. Immer die Inspektion gemacht. Der fährt sich wie ein Jahreswagen. Und guck mal hier. Das geht auch richtig nach vorne. Das Auto hat richtig Dampf. Aber der hat aber richtig Kraft hier. Ich hatte eben das Gefühl, dass da noch mehr abgeht als die anderen. Wir haben BMW Z8, also ich schätze mal, ich kann es so schätzen, wahrscheinlich ca. 20 Stück verkauft. So, damit das jetzt nicht staubt, fahren wir hier lang. Fahren wir mal, die Wiese ist gerade so schön gemäht. Und da haben wir leider Steine da auf dem Weg. Und wir wollen ja nun nicht, dass die durch die Gegend fliegen. Aber das ist so ein schöner Platz hier oben. Jetzt gehen wir noch mal ums Auto, zeigen euch das. Ja, hier ist so ein schöner. Das ist der richtige Platz für einen Film, für einen Z8. Ich mache mal hier vorne elektrische Fensterheber. So gehen die jetzt runter. Wie gesagt, der Wagen hat wirklich alle Extras. Kurz mal hier zum Armaturenbrett. Hier ist die Tankanzeige. Er ist 3/4 voll. Da ist die Laufleistung. 52.816 hat er jetzt gelaufen. Hier vorne ist der Drehzahlmesser. Er dreht über 6.000 Touren. Heißt also sehr, sehr drehzahlfreudig. Sitzheizung hat er hier übrigens an der Seite. Paul hat das bei sich. Ich habe das hier vorne. Und dann hat er eine Sechsgangschaltung, was ziemlich modernes. Und ich sage mal, Verbrauch, je nachdem, wenn ich ihn scharf fahre, hat er vielleicht 14 Liter. Und wenn ich ihn kommod fahre und schön im 6. Gang und so, kann man den zwischen 9 und 11 Litern fahren. Also Verbrauch nicht viel, hat alle Extras jetzt hier vorne. Wenn man ihn ausmacht, muss man drehen. Und wenn man ihn anmacht, muss man hier wieder rumdrehen, Kupplung und Bremse treten und dann drückt man hier auf Start. Dann springt unser Z8 auch an. Er hat übrigens auch eine Sporttaste. Wenn man also richtig sportlich fahren möchte, muss man da drauf drücken. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht. Und er hat ein elektrisches Verdeck. Konnte an dem Hebel hier vorne sehen. Also auch das ist vorhanden bei dem Auto. Also man hat die damals mit Vollausstattung ausgestattet. Ja, so jetzt laufen wir mal ums Auto. Jetzt zeigen wir auch mal, wie schön der hier in der Landschaft steht. Also wirklich absolut astrein. Ja, das ist doch ein Bild. Das ist ein besseres Werbefoto, gibt es ja gar nicht für ein Z8. Ja, ich bin heute ein bisschen Richtung Freizeitklamotte. Wir haben ein Traumwetter hier in Oberbayern. Da steht er, Z8. Also ich finde wunderschön vom Design. Gerade er hier ist exzellent gepflegt, das kann man nicht anders sagen. Was das Auto so schön macht, ist das zweifarbige Leder innen. Der ist auch innen Anthrazit lackiert, der ist also innen nicht silber lackiert. Schaut euch mal das Armaturenbrett an. Das ist in Anthrazitfarbe und nicht Silber. Überhaupt das ganze Interieur, und es ist wirklich hervorragend gepflegt. Hier hat er sowas wie ein Windschott, also es bläst auch nicht, wenn man offen fährt. Das hier ist sowas wie ein Überrollbügel und das sind die Kopfstützen. Was er sich hinten drauf gemacht hat, das konnte man damals bestellen, das haben aber nur wenige. Das ist auch das Z8-Zeichen. Finde ich übrigens sehr, sehr schön, haben aber nur wenige. Dann erkennt man hinten die große Doppelauspuffanlage, die 400 PS befeuern. Maschine zeige ich euch gleich. Und wie gesagt, so ein Z8 hier, also in der Landschaft, und dann noch in dem Pflegezustand, ist ziemlich selten. Irgendwas ist immer gut, ist, dass man die Ersatzteile, wenn heute irgendwas sein sollte, bekommt man noch. Und es ist auch kein amerikanisches Auto. Es ist eine deutsche Erstzulassung. Das könnt ihr übrigens auch gut erkennen hinten an den Lichtern. Die sind normalerweise in den USA sind die ganz rot. Und wenn man die neu braucht, wir haben das im Fall jetzt gerade erst gehabt, die kosten 5.000 €. Also schön vorsichtig sein mit den Lampen, die sind sehr, sehr teuer. Aber ansonsten ist das ein absolut zuverlässiges Fahrzeug, wo ihr eine Riesenfreude mit habt. Und aus meiner Sicht wertstabil, das zeigt klar nach oben. Es sind ja nur 5.600 gebaut worden. Das ist nicht viel. Und wenn man sich mal anschaut, was also eine Werthaltigkeit eigentlich bedeutet bei einem BMW 507, die kosten heute 2 Millionen € und mehr. Ganz einfach deshalb, weil nur 250 Autos gebaut wurden. Das ist eine Ikone. Und dazu kommt ja noch, dass BMW eine wirklich sehr, sehr gute Markenpolitik macht. Besser als in den 50er Jahren seiner Zeit. Und deswegen sind die Fahrzeuge dieses Herstellers einfach auch wertvoll. Und das wird auch anhalten. Und ich finde vom Design, wenn man sich den Wagen anguckt, gefällt sogar dieser Fliege hier. So. Also wirklich ein tolles Auto. Oh, da ist eine Bremse. Es wird gefährlicher hier. So, also, naja, die silberne Farbe kommt hier oben nicht so oft vor in der Natur. Das finden sie alle ganz toll. Müssen hier echt mit Bremsen aufpassen, nicht, dass was passiert. Ja, wunderschöner Wagen. Vorne die Nebellampen.
Und wenn man BMW 507 kennt, das haben sie, also sage ich immer per Anlehnung, sehr, sehr schön gemacht. Das ist gut gelungen. Ich zeige euch jetzt mal den Motorraum. Ich mache das mal auf. Übrigens auch hier an der Seite, Designelement vom BMW 507, wer sich da ein bisschen auskennt. Finde ich, war eine gute Idee damals. Zu der Zeit war ja Dr. Pischetsrieder BMW-Vorstand und ich weiß, es ist ein alter Kunde von mir, dass der sehr, sehr klassikaffin ist. Und ich weiß jetzt nicht, wer das angestoßen hat damals, aber wahrscheinlich haben das Reitzler und Pischetsrieder zusammen gemacht, kann ich nur vermuten. Aber das war eine Zeit, wo man dafür einfach eine Hand hatte. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich würde es im Grunde auch gut finden, wenn es noch so weitere Ideen gäbe, was das Retro-Design angeht, was Autos betrifft. Weil wir haben so schöne Autos schon gehabt in unserer Geschichte. Warum bringt man das nicht heute mit einer moderneren Technik? Finde ich total toll. Das ist ein Vertreter. Das ist ein Auto, was absolute Fans hat, was wir immer verkauft haben. Ich schätze, ungefähr 20 Stück haben wir schon weitergebracht. Immer zufriedene Kunden und wir bekommen relativ selten solche Autos zurück. So, jetzt mache ich mal vorne auf. Die V8-Maschine sitzt vorne unter der Haube. So. So. Schaut mal hier, das ist diese Strebe, weil sich die Aluminiumkarosserie manchmal verzieht. Das Auto ist ja aus Aluminium, auch der Rahmen. Dadurch hat man also versucht, den Wagen einigermaßen leicht zu machen. Er wiegt 1,6 Tonnen, aber wohlgemerkt, hier ist eine 8-Zylinder-Maschine drin, die hat halt ihr Gewicht. Könnt ihr sehen, M-Power vom BMW M5 und der Pflegezustand von dem Wagen, der ist erste Klasse. Das ist ein ganz, ganz sauberer Wagen mit erst 50.000 Kilometern, was für so ein Auto nicht viel ist. Die halten also ganz andere Laufleistung aus. Und wenn der immer gepflegt wurde, also neben der Riesenfreude, es macht wirklich Spaß, das Auto zu fahren. Die haben ja, bei denen heißt es ja Freude am Fahren, das hat man mit dem Auto, aber wir haben halt eben auch Freude am Auto. Das ist vielleicht noch ein bisschen weiter gefasst, aber damit ist Freude am Auto sichergestellt, 100%ig. Und es ist auch eine gute Geldanlage und ich gehe mal davon aus, dass gute Objekte mit den Jahren auf eine $500.000 kommen und vielleicht auch mehr. Ein Z8 gibt es nicht mehr, der wird auch nicht mehr aufgelegt. Ich finde, dass das Design gut ist von dem Auto. Man kann da noch vielleicht Alpina-Felgen drauf machen, das sind ja die Originalen, die ihr hier vorne sehen könnt. Aber ansonsten wirklich ein schöner Wagen. Scheckheft gepflegt, 50 gelaufen, unfallfrei. Top-Auto, fast wie ein Jahreswagen. So, jetzt machen wir euch mal den Deckel auf. Also wenn man damit eine Reise machen möchte mit 2 Personen, ist das wirklich, da passt einiges rein. Hier ist das Buch zu dem Auto. Schaut mal hier, die ganzen Dokumente mit der Fahrgestellnummer, kann man gut sehen, ist alles dabei. Da ist dann das Paletot, was dabei ist und das Hardtop steht auf dem Ständer mit. Hardtop-Ständer haben wir auch dabei. Das ist der Kofferraum, rot innen, alles super schön gepflegt. Finde ich übrigens wichtig, mit dem Auto kann man wirklich eine Reise machen. Wer sagt, ich fahre mal nach Italien, bin ein paar Tage weg, mit dem Auto geht das. Ich kenne eine Menge Autos, da ist so wenig Platz, da kann man das gar nicht machen. Mit dem Z8 ist das möglich. Ja, ich habe euch ja vorhin schon gesagt, das Auto hat eine Vollausstattung, weil jeder Z8 hat eine Vollausstattung erhalten. Hat er auch. Beispiel hier, Ganzlederausstattung, das ist schön gemacht. Edles, ganz feines Leder. Dahinter ist die gesamte Technik mit Navigation und Radio. Das geht so auf. Hier, bitte sehr, könnt ihr alles sehen. Das, was halt eben 2000 modern war. Dann hat er hier die Klimaanlage, hier oben unten Lüftung, warm, kalt und hier das Gebläse. Da vorne haben wir Wassertemperatur, der Rest ist also relativ einfach gehalten. Was ich sehr schön finde, ist, dass man das hier in der Mitte angeordnet hat, ist auch sehr praktisch und auch absolut nett gemacht. Also mir gefällt das gut. Ja, und was das Fundament des Autos ist, das natürliche Scheckheft. Hier ist der Kfz-Schein. Unser Auto ist noch zugelassen. Hier ist das Scheckheft, Serviceheft. Ist auch alles neuwertig hier, also wirklich alles vorhanden, wie seinerzeit der Erstbesitzer das in Empfang genommen hat. Alles extrem gepflegt. Und hier oben auf dem Logo das Z8 ist halt eben der legendäre Z8. Also ich habe bei Mobile nur noch unter 50 Autos gefunden. Früher waren das immer doppelt so viel. So. Früher, also ich habe nur beim Z8 also nur noch unter 50 gefunden. Früher waren das immer doppelt so viel. Und das sagt mir, Nachfrage ist da und wir bekommen im Moment auch relativ wenig angeboten.
Und viele sind so in der Laufleistung zwischen 20.000 und 60.000 und wirklich gute Autos gehen auch tatsächlich weg. Kann man keinen Fehler machen, macht einen Riesenspaß und ich sag mal, dieser ganze Hype im Moment mit Thema Elektro finde ich ja gut. Es gibt auch Leute, für die das richtig ist, also, aber ich würde genauso wenig, wie sie früher dann Pferde verboten haben, als es Auto gab, sollte man heute auch solche Autos hier verbieten. Das wird auch nicht kommen, wird sich nicht durchsetzen. Es ist halt eben Fahrspaß, man hört den Motor, man kann aktiv fahren. Also dieses Fahren als solches macht ja Freude. Das macht ja einfach Spaß. Kannst beim Elektroauto, wo du hinten drin sitzt und schläfst, nicht. Und das finde ich, deswegen gibt es auch eine Berechtigung für sowas, für aktives Autofahren. Das Fahren an sich, der Weg ist das Ziel, macht ja an sich schon Spaß. Die Natur, schaut mal, wie schön das ist, wenn man hier rausguckt. Ich kann den Gang wählen, in dem ich fahren möchte. Kann ich so auf die Art und Weise mit dem Elektrofahrzeug nicht. Wohlgemerkt, ich bin nicht dagegen. Ich bin auch dafür, dass unser Planet geschützt wird. Das muss absolut sein, aber nur durch Verbote. Das ist der falsche Weg. So, wichtig wäre, dass man sowas weiter evolutioniert, weiterentwickelt. Und dann sollt ihr mal sehen, was das deutsche Volk an Ingenieuren wieder auf die Beine stellt. Das haben wir nämlich immer gekonnt. Und ich halte es für schade, wenn sowas einfach alles verboten würde. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Ja, vor uns könnt ihr jetzt einen Simsee sehen da unten. Wir haben es heute ein bisschen windig hier in Bayern. Aber hier durch die kleinen Straßen zum Offenfahren ist das einfach ein absoluter Genuss. Macht mir auch wieder Spaß. Da weiß ich wieder jeden Tag bei jedem Film, weshalb ich diesen Beruf schon so lange mache. Freude am Fahren, Freude am Leben. Aha, so. Ja, also was mir eben noch aufgefallen ist, wir haben mal 2-3 Mal Gas gegeben. Ich habe das Gefühl, dass der hier schneller ist als andere. Warum, weiß ich nicht, aber das Ding geht unglaublich los. Der hat richtig Dampf, also macht Spaß. Also mir hat das eben richtig Freude gemacht und der fährt auch so leicht und dieser Motor, der ist so drehfreudig, trotzdem leise, blubbert schön. Also das ist ein ganz, ganz tolles Aggregat und dieser hier, nur ein Gefühl, zieht besser ab als die anderen, die wir hatten. Warum? Keine Ahnung. Hat 400 PS, aber man könnte ja auch meinen, das sind 480 PS. Ja, jetzt sind wir ungefähr 10-12 Kilometer gefahren mit unserem BMW Z8. Resümee, ein ganz toller Klassiker, ein Klassiker, der wirklich Zukunft hat. Ein super Sportwagen, der dezent und sympathisch auftritt. Ein Auto, was man einfach haben möchte. Es gibt ja so manchmal Autos aus dem Vorkriegsbereich oder auch Autos aus den 50er Jahren. Da merkt man einfach, die sind halt schon 70, 80, 90 Jahre alt. Aber den hier, den kann man wirklich täglich einsetzen. Und ich kenne Kunden, die machen das auch und ich kann es verstehen. Man hat ja auch, so wie schlechtes Wetter kommt, elektrisches Verdeck und der Wagen ist geschlossen. Ganz moderne Technik, hat alle Sicherheitsstandards, die wichtig sind, hat gute Kopfstützen, hat auch diesen Überrollbügel. Also summa summarum eine ganz tolle Mischung aus Klassiker und Modernität. Und ja, preislich auch top. Also ich kann euch das nur empfehlen. Der Wagen steht jetzt in Beuerberg. Wir sind erreichbar unter 080 36 70 04. Und by the way, wir haben im Moment 2 ernsthafte Anfragen auf den BMW Alpina. Es gibt ja auch diesen Wagen als Alpina. Wenn ihr sowas habt, besondere Alpina-Fahrzeuge, speziell auch Z8, bitte uns anbieten. Da haben wir gerade Käufer für. Gibt ja, wisst ja, der hat da eine Automatik, hat einen Tick weniger PS. Aber es gibt einfach Leute, die sagen, ich will einen Alpina haben, der hat diese tollen Felgen. Der hat eine Automatik und gibt Leute, die wollen das einfach haben. Also bitte bietet mir das an. Hier in Oberbayern, ich sage es nochmal, 080 36 70 04 oder gerne per E-Mail auf info@cargold.com. Ganz wichtig, wir haben immer .com, nicht .de und da besuchen wir euch sofort, das sind im Moment Autos für uns. Ja, hinter der nächsten Kurve kommt jetzt Beuerberg in Sicht. War eine total schöne Probefahrt, hat einen riesen Spaß wieder gemacht. Ich hoffe auch, dass euch das Spaß macht, wenn wir euch mitnehmen hier in der schönen Landschaft mit schönen Autos. Und je mehr schöne Autos ihr uns anbietet, umso mehr können wir zeigen. Ja, in dem Sinne möchte ich verbleiben, sage ich Tschüss, verabschiede mich bei euch. Bis zum nächsten Filmchen. Euer Stefan Luftschütz und ciao. So, was ein schönes Wetter heute.